Hallo zusammen und willkommen zurück. So, heute wollen wir tatsächlich auf unserem Schwarm, mit dem wir die letzten paar Videos erstellt haben, endlich unsere WordPress-App hosten. Das ist unfassbar geil, denn am Ende wird hier wirklich diese App, also wir haben ja alles, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Nee, ich kannte das nicht. Ich schaue einfach mal kurz die Docker Compose.yaml an. Und wir sehen hier, und wir haben das ja eingerichtet, dass wir hier 3 Replikas haben. Sprich, wir sagen, okay, es gibt eine Datenbank und es gibt 3-mal WordPress, das dann auf dieselbe Datenbank im Endeffekt zugreift. Und diese 3 Replikas plus diese eine Datenbank werden dann auf unseren verschiedenen Nodes verteilt. Und so kann natürlich extrem gut Load Balancing betrieben werden. Und ja, das machen wir heute. Dazu gehen wir einfach nochmal ganz kurz rein und schauen uns an, was wir hier haben. Wenn wir uns die Nodes angucken, dann sehen wir hier, wir haben einmal den normalen Hauptrechner, das ist der Swarm Leader. Wir haben die MyVM42 und die MyVM1337. Und ja, wir haben hier die Docker Compose Datei, die quasi alles schon zusammenfügt. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch deployen. Das kennen wir ja, mit Docker Compose ab -d. Und damit wollen wir das ja sicherlich machen, oder? Ja, leider nicht ganz. Docker Compose ignoriert den Schwarm komplett, das steht hier direkt. Damit könnt ihr tatsächlich nur auf diesem einen Gerät quasi das hosten, das ihr hosten wollt. Das heißt, das Ganze ist jetzt wieder nur auf unserem einzelnen Node, also auf Morpheus im Endeffekt drauf. Schade, wir wollen das natürlich im Schwarm haben und so geht das nicht. Also, was wollen wir tun? Naja, erstmal natürlich wieder ausschalten, sudo docker compose down. Und ja, dann müssen wir tatsächlich einen Umweg gehen. Und zwar müssen wir hier jetzt tatsächlich mit dem Stack Deploy arbeiten. Das heißt sudo docker stack deploy. Das ist unser Befehl. Und den habe ich euch quasi schon mal gezeigt. Das machen wir jetzt also mit sudo docker stack deploy -c docker compose die YAML und wir nennen das ganze Ding WordPress. So, und jetzt wird es tatsächlich auf alle Nodes verteilt. Das dauert ein bisschen, weil wir hier natürlich die Datenbank erstmal generieren müssen und wir müssen das Netzwerk hier vor allem auch noch aufstellen. Okay, das mussten wir das davor auch? Ja, ich glaube nicht. Aber ja, jetzt können wir uns tatsächlich angucken, was hier eigentlich oder wie das Ganze deployed wurde. Und zwar können wir das tun, indem wir sudo docker stack ps eingeben. Denn damit, PS und dann den Namen von eurer Anwendung, WordPress, dann seht ihr, wie das Ganze tatsächlich ausgegeben wurde. Und zwar sehen wir hier, okay, wir haben 4 Container. Und das liegt daran, dass wir gesagt haben, wir wollen den WordPress-Container 3-mal laufen lassen. Das heißt, wir haben hier 3-mal den WordPress-Container, 1, 2, 3. Einmal auf MyVM42, einmal auf MyVM1337 und einmal auf dem Morpheus, auf dem Swarm-Chef quasi, auf dem Manager. Und wir haben einmal den Datenbank-Container, da haben wir ja nur gesagt, wir wollen ein Replika haben. Und zwar auf dem Hauptnode. Und jetzt haben wir tatsächlich alle 3 Replikas von unserem WordPress-Container verteilt auf genau das hier. Also das heißt, auf alle 3 Nodes verteilt und da wir nur einen Datenbank-Container hatten, haben wir den eben auch nur einmal bekommen. Wunderbar, das heißt, wenn ihr skalieren wollt, hier einfach die Replikas erhöhen, dann könnt ihr die so oft deployen, wie ihr wollt. Es kann dann aber auch vorkommen, dass ein Replika mehrfach auf einem Node vorkommt. Das können wir auch mal ganz kurz, wobei, nee, wir lassen das erstmal so. Das dürft ihr selber als Übung machen. Versucht mal die Replikas in der sudo, in der Docker Compose YAML hier. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Docker Compose YAML. Hier die Replikas auf 5 zum Beispiel hochzusetzen und guckt mal, was dann damit passiert. Denn damit definiert ihr hier, dass 5 Container von WordPress entstehen sollen, aber wir haben ja nur 3 Nodes und die werden dann eben aufgeteilt. Sieht ganz interessant aus und hilft euch vielleicht auch beim Verständnis noch ein bisschen. Ja, super. Und was machen wir jetzt? Naja, wir sind eigentlich soweit fertig. Wir haben jetzt im Endeffekt alles deployed und wollen jetzt natürlich auch mal die Früchte unserer Arbeit sehen. Und wenn wir hier jetzt diesen Localhost anwählen, dann sehen wir, das wird lange dauern. Warum? Nun, das liegt an meinem System und vielleicht auch bei euch daran, dass wir hier 2 IP-Adressen mittlerweile haben. Und Localhost kann mir gerade nicht sagen, welche IP-Adresse es denn eigentlich verwenden möchte. Das heißt, wir müssen jetzt aktuell gerade hier wirklich eingeben, welche IP-Adresse wir denn gerne haben wollen. Und das machen wir, indem wir nochmal uns kurz angucken, wo denn unser Stack hier definiert wurde, nämlich die 192.168.9.99.1. Das ist ein anderes Netzwerk, das ist im Endeffekt das Netzwerk, das der Schwarm verwendet. Und wir wählen einfach mal das Ding an und gucken mal, ob wir hier nicht was sehen. Ja, und hier sehen wir plötzlich, okay, es lädt was.
Auch wenn ich natürlich hier nicht alle Dateien so habe, wie ich sie gerne haben möchte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist quasi das Design und das brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Ja, das heißt, es funktioniert soweit. Wir haben offensichtlich einen Stack. Wir haben diesen Stack auf mehreren Swarm-Nodes deployed und das ist doch schon mal ein großer Erfolg, würde ich mal sagen. Gut, wenn ihr das Ganze wieder abreißen wollt, dann könnt ihr hier erstmal, also ja, nee, abreißen, wisst ihr was, das lagern wir in ein separates Video aus, weil das ist gar nicht so wenig. Wir wollen ja sowohl den Stack hier abreißen, als auch eben unseren Swarm wollen wir auch wegmachen und so weiter und so fort. Deswegen lagern wir das aus. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.